Hallo und herzlich willkommen. Lange habt ihr gefragt nach einem Update über den Geheimgarten. Ich habe jetzt ein spontanes Update gemacht. Allerdings ohne Mikrofon, einfach mit Kamera in der Hand bin ich durch den Garten gegangen und habe alles kommentiert, was ich sehe. Und das seht ihr dann hier. Film ab. Fangen wir mal vom Eingang an. Inzwischen wurde im Garten alles rausgeholt, was da nicht hingehörte. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Denn im Moment ist dieser Garten sowas von nicht geheim. Und wie man merkt, die Geräuschkulisse ist auch ziemlich groß. Ich gehe jetzt hier gerade am Zaun entlang, wo ja alles voll war vorher. Und es erscheint sehr groß, das ist schön. Aber es ist doch ziemlich leer, wenn man das mal so sieht. Das, was mir gefällt, ist, dass man endlich sieht, was wirklich da ist. Und das ist ganz schön. Dieses Ding hier zum Beispiel, da haben wir mal die Kiste abgemacht. Darunter ist ein Brunnen. Der bleibt natürlich stehen, genau wie das Vogelhaus. Und hier geht es dann so hinter dem Teich längs. Das ist auch ganz schön. Und das hier ist so eine Insel. Und hier, finde ich, ist auch so eine Insel, wo man sitzen könnte dann. Hier so in der Ecke hier. Ne? So, und wenn wir jetzt mal hier drumherum gehen, dann sehen wir hier einen kleinen Durchgang mit der Berberitze, über die ich gesprochen hatte mit Gesa. Und hier ist dann dieser Teich. Ich möchte ihn gerne erhalten, so wie er ist, weil er ist wirklich, ich finde ihn wirklich wunderschön. Was ich so interessant finde, ist, dass es wirklich viel lauter ist, seitdem der Zaun hier offen ist. Der wird natürlich nicht offen bleiben. Also ich hatte Vorschläge gekriegt, dass man da eine schöne Hecke hinmacht und so. Und ich glaube, das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass da so unterschiedliche Büsche, Bäumchen und Sträucher stehen, so dass es so ein bisschen durchmischt ist. Ich will eigentlich nicht so eine schnurstracks gerade Bepflanzung haben. So, wir gehen mal hier weiter. Dieser Bereich hier wird der Bereich sein, wo Märkte stattfinden sollen. Also wo wir ab und zu mal einen Weihnachtsmarkt machen können oder einen YouTuber treffen oder was auch immer. Das hier ist dieser Bereich hier. Ist jetzt da hinten auch komplett offen. Das ist ja ein Wohnhaus. Das wird man dann auch nicht mehr sehen. Das wird natürlich auch zugepflanzt werden. So, hier diese schöne Wand. Da oben wohnt ein Falke. Da oben in dem Loch drin, da. Da oben drin, da. Das ist natürlich, wenn die Wand gemacht werden soll, muss man das sicherlich beachten. Kleiner Wermutstropfen, wenn die Wand gemacht wird, die unbedingt gemacht werden muss. Das macht natürlich der Nachbar. Meine Schuppen, die da sind, da muss diese ganze Ecke da hinten, also hinten an der Wand, die müssen dann abgemacht werden und müssen wir sie wieder zumachen. Das ist so ein bisschen, oh, das wird schon ganz schön aufwendig. Das ist übrigens ein Grabstein und da liegt keiner. Das ist nur ein Grabstein von einem aufgelösten Grab von den Vorbesitzern dieses Hauses hier, weil das war ja eine alte Spedition und das ist einer von den älteren Herrschaften gewesen, die hier gewohnt haben. So, hier sind die Schuppen nach wie vor. Ich will sie gerne erhalten. Ich denke, da werden Kühlhäuser draus werden und das hier wird wahrscheinlich dann weggehen müssen, weil die Wand muss ja auch hier renoviert werden da oben. Ja, aber diesen Ort, den finde ich total schön. Der ist im Moment noch gar nicht gemacht worden. Denn hier haben wir dieses Riesentor. Das heißt also, hier kann man super anliefern und alles. Das da finde ich auch schön. Ich glaube, das werde ich erhalten, wenn es irgend geht. Das war, glaube ich, mal eine Dekoration für einen LKW oder sowas. Also irgendwas hatte das. Ich weiß nicht mehr was, aber wenn es geht, bleibt's. So, das hier, das muss fürchtig erneuert werden. Das ist auch die Rückwand zu diesem alten Zelt, was ihr da seht. Wir gucken es uns gleich nochmal von vorne an, weil das wird wahrscheinlich dann für die Außengastronomie sein. Das hier ist die Magnolie, von der ich die Magnolienblätter probiert habe. Die ist wunderschön. So, hier wäre dann mehr oder weniger der Eingang zum Café. Hier ist eine Terrasse. Da muss man natürlich auch noch was machen, aber hier kann man natürlich wunderbar sitzen. Vielleicht kann man auch zumindest eine Überdachung machen, die wieder abgemacht werden kann, damit man hier auch sitzen kann, wenn das Wetter vielleicht mal nicht so gut ist. Dieses hier, das Gerümpel, da ist diese uralte Speditionstheke hinter, die ich fürchterlich gern wieder in Gang setzen würde. Da. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Warte mal. Ich gehe hier mal irgendwie drauf und versuche darüber zu filmen. Könnt ihr es sehen?
Das ist eine ganz alte Echtholztheke, die früher benutzt wurde, um die ganzen Besucher von der Spedition an ihren Platz zu bringen. Wenn wir jetzt hier von außen gucken, dann ist da der Eingang zur Küche. Da muss noch ein bisschen was an der Tür gemacht werden. Hier ist der Haupteingang. Und diese Tür wird aufgemacht, wenn das Café offen ist und das Wetter gut ist, weil dann kann man direkt in den Sitzbereich hineingehen. Hier ist ein wunderschöner Ofen, ein Kamin, der tatsächlich auch funktioniert, das hatte ich schon gesehen. So, jetzt drehen wir uns mal um, dann können wir vielleicht die Perspektive noch mal ein bisschen ändern. So, also, das wäre die Terrasse, wo man sitzen kann und hoffentlich schön einen Kaffee und ein Stück Kuchen im Glas essen kann. Wir gehen jetzt rein. Hier ist es ein bisschen dunkel, muss mich entschuldigen, lässt sich nicht ändern. Wir haben im Moment kein Licht, weil der Strom nur auf Bausprutstrom ist. Hier haben wir das ganze Konzept geändert. Also für die, die schon dabei waren, ich bin ja gegangen von, ich möchte alles im Glas. Dann haben einige gesagt, bist du doof, du tickst ja wohl nicht richtig. Naja, vielleicht nicht ganz so uncharmant, aber sie haben es gesagt. Und dann wollte ich das Konzept umstricken auf frische Kuchen und plötzlich war das ganze Konzept im Eimer, bis mir jemand gesagt hat, Mensch, bleib doch bei dem alten Konzept. Jetzt hat es sich komplett geändert, denn man kommt hier rein und hier, diese Tür, also hier geht es zum Gastraum, da, das habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gesehen, hier ist der Gastraum. Aber wenn man hier durch die Eingangstür reinkommt, dann kommt man hier hin und hier wird die Ausgabe des Essens sein. Beziehungsweise das auch, wo die Servicekräfte raus und reingehen, wenn wir die Essenden zustellen können. Das gibt uns nämlich dann die Möglichkeit, diese ganzen 3 Räume, die wir hier haben, Raum 1, Raum 2 und die Küche, für den ganzen Zubereitungs- und Servicebereich zu nutzen. Die Küche, da bin ich gerade mit dem Küchenbauer zugange. Ich werde mal ein bisschen gucken, ob ich hier das etwas größer machen kann, damit ihr leichter mehr seht. Jetzt ist das Bild natürlich etwas verzerrt, das ist kleiner, als es aussieht, weil ich habe jetzt das etwas größer gezogen, damit ihr es besser seht. So, das ist die Küche. Hier wird es ganz interessant sein, weil ich werde das alles so aufbauen, dass man hier alle Lebensmittel im Glas zubereiten kann. Das heißt also, dieses hier wird tatsächlich, oh, ich hoffe, da gibt es nicht so viele Leute, die sagen, um Gottes Willen, es wird ein Kühlkonserven-Café, weil es gibt keine Servicekräfte mehr in der Gastronomie und ich denke, dass man so einmal in der Woche das ganze Essen zubereiten kann und dann nur noch punktuell nachbereitet, was notwendig ist. Hier ist der Raum, der Spülraum. Da kommt eine richtige schöne Haubenspülmaschine hin und so, damit das alles schön getrennt ist, wie sich das gehört. Der Gewerbefußboden wird komplett durchgelegt durch diesen Bereich, zumindest bis hierhin. Hier werden die Lagerregale sein, die notwendig sind, weil wir brauchen ja auch irgendwie Mehl und all solche Sachen. So, dieser Raum hier kriegt eine ganz andere Bedeutung als die ich ursprünglich gedacht habe. Das war ja dieses Zimmer, da war früher hier so ein Holztisch und eine Holzbank und so, schöne Lampe. Dieser Raum wird jetzt unser Bereich sein, in dem die Kühlkonserven zubereitet werden. Das soll folgendermaßen aussehen. Wir kommen hier rein und hier in diesem Bereich, diesem hier, da kommt eine große Kühlvitrine hin. Das heißt, dort werden alle Sachen drin sein, die wir liefern können. Das heißt, ob nun Lasagne im Glas oder Ratatouille im Glas oder Kuchen im Glas, wird alles hier sein. Hier wird die Kaffeemaschine, der Wasseraufbereiter und die Filteranlage stehen. Hier kommt dann die Kaffeemaschine hin. Habe ich das nicht eben schon gesagt? Also Wasserzubereitung, Kaffeemaschine. So, Waschbecken ist ja immer ganz wichtig. Und dann wird hier der Bereich sein, wo wir die Dinge zubereiten, damit wir sie dann hier ausgeben können. Hier wird noch ein bisschen mehr Platz geschaffen. Also dieser Bereich, der bereitet ein bisschen Bauchschmerzen, weil der wird nicht allzu groß sein. Wir werden wahrscheinlich hier so eine Western-Tür haben, damit man hier rein und raus gehen kann, weil wir müssen ja einigermaßen flexibel sein. So, wir gehen weiter. Jetzt, wo sich das Konzept wieder umgestellt hat, können wir hier diesen Raum schön nutzen, ohne dass wir Probleme haben, weil wir hier jetzt noch irgend so eine Ausgabetheke hinmachen müssen oder so. Das war alles wirklich echt kompliziert.
Jetzt wird das ein richtig schöner Gastraum. Ich stelle mir das so vor, dass hier soll fast durchgängig eine Couch sein, also so eine Couch, die hier so an der Wand steht. Dann hätte ich hier gerne diese kleinen quadratischen Tische, so dass man sie sich zusammenstellen kann, wie man möchte. Weil das sehe ich immer in den Cafés in England. Da sind ja auch viele junge Leute, die sich dann einfach ihre Grüppchen bilden, wie sie wollen. Also ich möchte größtmögliche Flexibilität. Natürlich muss hier WLAN sein. Es muss so sein, dass man hier sitzen und arbeiten kann und so. So, und dann sollen hier einfach Tische stehen und es soll schön sein. Hier kommt vermutlich, ich kann es noch nicht versprechen, aber hier soll Carstens Ecke hin. Da. Weil mein Freund Carsten, der viel mit Bauen zu tun hat und mir ein bisschen geholfen hat, hat gesagt, oh, er fände das hier super, wenn hier so ein Tresen ist, wo man einfach sitzen kann. Ich finde Tresen total doof, aber es gibt Leute, die das echt mögen. Also wird hier wahrscheinlich Carstens Ecke hinkommen mit einem Tresen und Barhockern und irgendwas Schönem, damit die Wand nicht so langweilig ist. Also irgendwie sowas. Des Weiteren ist schön, dass jetzt diese Mauer stehen bleiben kann. Die war nämlich dem Abriss verschrieben, weil wir jetzt ja hier eine Kühltheke hinmachen mussten, wenn wir komplett frisches Essen liefern. Die kann jetzt schön bleiben, was auch bedeutet, dass hier, da, an diesem Teil, meine Bühne bleibt. Das heißt also, diese Idee, die ich ja ursprünglich hatte, dass man bei Freunden, die gerne künstlerisch sich betätigen wollen, man einfach sagen, stell dich hin, sing oder mach einen Stand-up-Comedian oder irgendwie sowas, das bietet dann dafür den Platz. Finde ich total schön. So, hier haben wir nach wie vor die ganzen Toiletten und so weiter und so weiter. Das bleibt alles, wie es war. Wir haben ja hier noch unser geheimes Zimmer. Das ist natürlich jetzt vollgestellt. Da sind auch noch die alten Möbel, bei denen ich im Moment nicht mehr sicher bin, ob ich sie behalte. Weil dieses Konzept alt und neu, da weiß ich noch nicht, ob das da wirklich reinpasst. Dieses Zimmer lasse ich jetzt erstmal offen. Das kann natürlich für Konferenzen und so sein, aber ich lasse das erstmal offen für Kreation, weil ich weiß ja noch gar nicht, wo es hier hingeht. So, und jetzt gehen wir mal nach oben. Hier wurde jetzt inzwischen richtig gebaut und auch hier hat sich das Konzept etwas angepasst. Wir gehen hier nach oben und haben hier als erstes unser Apartment Nummer 1. Dieses Apartment, es sind ja nur Apartments für 3 Monate, 6 Monate oder sowas, weil ich möchte mich erstmal angewöhnen an diese Mietsache und ich weiß alleine, dass in meinem Bereich sowas ganz viel gebraucht wird. Dieses Apartment hier ist ein süßes Apartment, das wird eine Küche haben, allerdings wird es das Badezimmer dort haben. Es hat ein eigenes Badezimmer, aber man muss dann über den Flur mal gucken, ob das Leute wollen, sonst ist das einfach für Freunde oder so, wenn die mal kommen. Hier kommt wieder so ein Schrank hin, wie der ursprünglich da gewesen ist. Und die Aufteilung von diesem Schrank, der hatte ja hier, wo ihr hier die Platten seht, hier an der Seite die Regale und man konnte in der Mitte rein. Der hat diese Dachsträge ideal genutzt und das wollen wir eigentlich wieder machen. Dieses hier ist unser variables Zimmer, das wird wahrscheinlich unser Büro. Es wird aber auch so sein, dass ich habe mir schon eine Couch ausgesucht, die man so ausklappen kann und dann wird die Couch zu einem Doppelbett. Wir möchten das hier gerne so haben, dass auch mal Leute einfach kommen können und hier wohnen können und schlafen können, wenn es notwendig ist. Wäre natürlich besser, wenn das Bad dann frei wäre. Das müssen wir noch mal gucken. Ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es ist. So, hier war das Bad. Wie ihr jetzt seht, ist das schon in 2 Hälften geteilt. Ich gehe mal zur anderen Seite. Denn dieser Zugang wird zugemacht. Hier, der wird nicht mehr da sein. Hier wird jetzt Bad Nummer 1 entstehen und hier ist Bad Nummer 2. Bad Nummer 2 ist für die ganzen Sachen auf der anderen Seite. Das heißt also, es wird entweder ein festes Bad für das Apartment, was wir hier haben, oder es wird ein Gemeinschaftsbad für dieses Apartment und vielleicht den Konferenzraum oder was auch immer das andere ist. Das müssen wir noch überlegen, da bin ich nicht sicher. Wie ihr jetzt hier seht, hier war ja die Sauna. Und da war eine Wand, wo ihr dieses Quadrat seht. Hier hat sich das Konzept geändert und da muss ich ganz dolles Danke sagen zu Magnus, unserem Bauleiter, denn der hatte die tolle Idee, dass wir hier eine Wand hinmachen, einmal so durch, um dieses Apartment zu vergrößern, weil das ist tatsächlich eine komplette Wohnung. Hier würde dann die Tür sein, man kommt also hier rein, dann wird das hier eine Küche, hier kann man noch Schränke hinmachen
Und dann hat man hier einen offenen Durchgang. Dann kann das hier gestaltet werden, wie man möchte. Und hier ist dann der Eingang zum Bad. In diesem Bad wird es dann hier eine Dusche geben. Hier wird die Toilette sein. Hier wird das Waschbecken sein. Und da kommt noch eine kleine Waschmaschine hin, damit dieses Apartment komplett autark ist. Das Badezimmer auf der anderen Seite hier, das wird genauso gespiegelt. Hier gibt es uns dann von ungefähr hier einmal rüber, ja eine Wand, die uns dann die Möglichkeit gibt, hier für diesen schönen großen Raum, den ihr gleich sehen werdet, noch vielleicht eine so ein bisschen so eine Küchenzeile zu machen, dass man da ein Buffet hinstellen kann und so weiter. Denn jetzt haben wir ja hier diesen schönen Raum, bei dem ich ja nicht gewillt bin, den insofern kommerziell für eine Wohnung zu nutzen, weil der einfach zu schön ist. Einfach zu schön, echt. Guckt euch das mal an, wie toll. Hier kann man ja rausgucken, das kennt ihr vielleicht auch noch von diesem Blick von Gesa. Und hier kann man dann schauen auf die Terrasse. Und dieser Raum, den möchte ich variabel nutzen. Natürlich denke ich mal, dass man ihn mieten kann für Konferenzen, Veranstaltungen, was auch immer. Aber ich habe auch die Idee, dass man zum Beispiel hier mal einen YouTuber-Pop-Up-Store hinmacht oder mal eine Galerie oder einfach jemandem Platz gibt, der irgendwas ausstellen möchte. Und dann kann man hier einfach herkommen und sich das angucken. Wir haben hier schon gleich hier in die Ecke, da wird auch noch ein Wasserzulauf kommen. Das sollte man hier variabel was anderes machen müssen, wir Wasser haben. So, und das ist das ganze Obergeschoss. Und ich bin sehr zufrieden. Also es macht mir manchmal ein bisschen Angst, dass das so viel und so groß ist. Aber ich merke, dass die Kreation und das, von dem ich denke, was daraus werden kann, dass das so schön ist, dass das eigentlich alle Sorge darum, dass ich mir hier irgendwie falsche Ideen mache, wieder wettmacht. Und wir werden sehen, was draus wird. Also meine größte Sorge ist mein Kühlkonservenkonzept. Ich denke nach wie vor, dass es absolut genial ist. Aber wer weiß, es kann auch sein, dass es ein totaler Flop ist. Da muss ich mir halt was anderes einfallen lassen. Aber ich bin gewillt, das zu tun. Jetzt werde ich euch noch mal ein bisschen, ohne dass ihr seht, wie es eigentlich sein soll, erklären, was ich mir vorgestellt habe. Also, folgendermaßen soll das laufen. Also, die Leute sitzen entweder hier auf der Terrasse oder sie sitzen im Garten. Oder wenn es ein bisschen schlechtes Wetter ist, sitzen sie hier. Ich würde gerne ein Konzept machen wie in England. In England ist es so, gibt es auch hier schon, die haben immer einen QR-Code am Tisch, wo man sich einfach hinsetzen kann und dann kann man sein Essen bestellen. Das heißt, also man geht auf den QR-Code, sagt dann, ach, ich hätte gerne das und das und das und das und das. Man bezahlt gleich und dann soll es, und das habe ich bisher noch nicht gesehen, dass es das gibt, dann soll es die Möglichkeit geben, dass entweder, je nach Personalmangel oder nicht, das Essen an den Tisch gebracht wird. Das gibt diesen persönlichen Kontakt. Oder Sie kriegen eine Nachricht, bitte holen Sie sich Ihr Essen hier ab. Weil es muss ja dann erwärmt werden, es muss zubereitet werden und ich möchte die Kühlkonserven nicht schnöde im Glas lassen. Das heißt also, nehmen wir mal an, wir haben Ratatouille, dann möchte ich da schon noch eine schöne, irgendwas Schönes, Nettes obendrauf und ein bisschen frische Petersilie oder so. Und das wird alles hier gemacht. So, bestellt jemand einen Kaffee und einen Kuchen, dann wird hier der Kaffee hergestellt. Es soll schöne Kaffees geben, so Signature-Kaffees wie Schwarzwälder Kirschkaffee und so bin ich schon dabei, den Sirup herzustellen. Also zu gucken, wie man das machen kann. Und auch schöne Drinks wie Limetten, Minze, Limonade und so. Deswegen brauche ich hier einen Wasserbereiter, der auch Sprudelwasser und so machen kann. Und dann wird das hier alles vorbereitet und dann kann man sich das entweder hier abholen oder, wenn wir genügend Servicekräfte haben, kommt jemand hin, sagt guten Tag und liefert es ab. Weil so kann man sich einfach einen Platz suchen, hat total Ruhe. Und ich habe die Möglichkeit, dass wir den ganzen Aufwand wirklich minimieren und uns mehr um das kümmern können, worum es geht, nämlich gutes Essen und solche Sachen. Also ich möchte gerne, dass es gutes Essen ist. Und es soll nicht so teuer sein, aber Personal ist natürlich echt ein Punkt. Und ob man nun einen Koch 5 Tage die Woche anstellt und der ständig kochen muss oder ob der 1- oder 2-mal die Woche kocht, das macht einen riesen Unterschied. So, und das geheime Fenster hier, dass man der Bushaltestelle ein bisschen Kaffee rausgibt, das hat sich erübrigt, das wird es leider nicht geben. Und hier müssen wir natürlich dann auch noch zusehen, wenn jetzt der Laden brummt, dass man dann hier auch raus kann und eventuell direkt von hier liefern kann.
Interessant wird es mit dem Zelt. Denn da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das machen möchte, weil der Tresen ist eigentlich perfekt und er hat auch schon Wasser und Zulauf und Ablauf. Das heißt, man kann an dem Tresen tatsächlich eine Kaffeemaschine anschließen und alles andere auch. Das heißt, wenn jetzt hier so richtig, so wie jetzt, so warm ist und so, dann könnte man theoretisch einfach hier eine Station machen, wo man sich seine Sachen abholt und dann einfach oder auch geliefert kriegt. Also da könnt ihr mir mal was zu sagen, weil normalerweise in so einem Biergarten macht man das immer so, man geht hier zur Theke hin. Wir haben hier ganz viele Krähen und die sind ganz laut. Man geht zur Theke, man holt sich das Essen ab und dann muss man wieder zum Tisch. Das, was ich daran so blöd finde, ist, man steht dann an der Theke und wenn viele Leute da sind, dann stehen da endlose Schlangen und müssen warten, bis sie endlich sich einen Kaffee bestellen können. Ich finde auch hier dieses Konzept, dass dann meinetwegen die Tische da sind, man sich hinsetzt, man am Tisch bestellt und man es geliefert kriegt, viel, viel besser, als dass man immer hier hinlaufen muss und sich das holen muss. Da würde ich wirklich gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Weil es gibt zwar ein paar Leute, die sagen, ach, das ist dann so unpersönlich. Finde ich überhaupt nicht. Also wenn das Essen geliefert wird und man nicht über Geld sprechen muss und ob man die Bestellung richtig verstanden hat und so, dann ist es doch viel besser mit der Kommunikation, oder nicht? So, also da habe ich tatsächlich eine Frage und freue mich auf euer Feedback. So, und das war es zum Update von meinem Geheimgarten. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass das Ganze bestimmt noch bis zum Anfang des Jahres dauert. Ich überlege, wenn wir anfangen, die Speisekarte zu machen, dass wir vielleicht da mal ein paar Leute einladen, die probieren können. Ich weiß noch nicht, wie das geht, auch rechtlich und so, ob das möglich ist, dass ich vielleicht mal ein paar Leute einlade, auch Leute, die ich so nicht kenne, vielleicht auch euch. Und dass man sich dann hinsetzt und gemeinsam guckt, welches Gericht es denn nun sein soll. Und ja, das war's. Das ist es also, das Update. Und so sieht es dann aus. Der schöne Garten, der im Moment nicht ganz so geheim ist. Und das war's zum Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch auch ein bisschen Informationen darüber gegeben. Ich bin nach wie vor total gespannt, wie es weitergeht. Und halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.